Auf der nassen Autobahn rasten Autokolonnen wie helle Pfeile vorbei, und mitten auf der Fahrspur zitterte ein kleiner Hund. Seine winzigen Füße glitten leicht über den nassen Asphalt, seine Augen vor Panik geweitet, auf der Suche nach einer Richtung im chaotischen Meer der Geräusche. Das Geräusch von Autohupen, das Pfeifen des Windes in den Ohren, all das ließ das kleine Herz vor Angst zusammenzucken. Nur wenige wissen, dass es noch vor 2 Wochen die Freude einer Familie in einem Münchner Vorort war. Während er mit seinem Besitzer zum Supermarkt ging, wurde ihm das Auto mitten im Gedränge von einem maskierten Fremden gestohlen. Das verzweifelte Schreien des Welpen ging im Lärm unter, als sein panischer Besitzer ziellos über den Parkplatz rannte. Die Familie erstattete Anzeige bei der Polizei und verteilte Dutzende von Flugblättern in der Nachbarschaft, doch alle Spuren davon verschwanden, als hätte es nie existiert. Während der Tage der Isolation versuchte der Hund nicht aufzugeben, seine Augen waren immer zur Tür gerichtet, in der Hoffnung, dass ein Wunder geschehen würde. Und dann, eines Nachts, als die Diebe versehentlich den Käfig öffneten, rannte es davon, durch die Dunkelheit, in die Freiheit. Sie fuhr immer weiter, durch fremde Straßen, durch kalte Felder, bis allmählich das Geräusch von Autos das Geräusch des Windes ersetzte die Autobahn. Vor seinen Augen erstrahlten helle Lichter und das furchtbare Geräusch von vorbeirauschendem Metall. Es wusste nicht, wohin es gehen sollte, also blieb es einfach stehen, zitternd und verzweifelt bellend, zwischen den dicht vorbeirollenden Rädern. Ein Autofahrer sah den Unfall und alarmierte sofort die Tierrettung. Nur wenige Minuten später traf das Rettungsfahrzeug ein, errichtete Absperrungen und verlangsamte den Verkehr, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. In der Rettungsgruppe befand sich ein Mann namens Markus, etwa 40 Jahre alt, mit einem festen, aber sanften Blick. Er ging langsam und vermied es, den Hund direkt anzusehen, damit dieser sich nicht bedroht fühlte. Der Hund bellte wiederholt und wich zurück, aber Markus setzte sich geduldig hin und rief sanft mit warmer, väterlicher Stimme. Eine Stunde verging, inmitten von Regen und Wind, und das Herz des Tieres erweichte allmählich vor der Wärme des Menschen. Es machte einen Schritt nach vorn, dann noch einen, und schließlich erlaubte es Markus, seine Hand auf seinen Kopf zu legen. In diesem Moment hob er es vorsichtig auf, wickelte es in ein orangefarbenes Rettungshandtuch und legte es ins Auto. Der Tierarzt bestätigte, dass das Tier lediglich aufgrund des mehrtägigen Fastens stark unterernährt war und keine ernsthaften Verletzungen aufwies. 2 Tage später war der Hund wieder wohlauf, fraß gut und wedelte freudig mit dem Schwanz, wenn er die vertraute Stimme hörte. Dank des unter der Haut implantierten Chips konnte das Rettungsteam den Besitzer ausfindig machen. Freude erfüllte den Raum. Als sie sich wieder sahen, warf sich der Hund seinem Besitzer in die Arme und bellte laut unter Tränen, als wolle er all das Leid, das er erfahren hatte, noch einmal erzählen. Die Familie dankte dem Rettungsteam und versprach, dieses kleine Wunder, ein Wunder der Liebe und Hoffnung, für immer in Ehren zu halten.